Ich hoffe nicht, dass das meine Zuschauerschaft heute spaltet. Ich weiß, dem einen oder anderen schmeckt das nicht so besonders gut. Ich mag es echt sehr, sehr gern. Und zwar machen wir heute einen rheinländischen Sauerbraten. Und wie das geht und wie ich den mache, das zeige ich euch jetzt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen bei Ratzfatz Schlemmen. Lecker Leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Dieses Wochenende werde ich einen rheinländischen Sauerbraten machen. Wie der Name sagt, Sauerbraten, der ist sauer, sprich der muss eingelegt werden, der wird mariniert. Der Braten selber, ich mache den aus einem Tafelspitz. Der hat den großen Vorteil, das Fleisch ist sehr mager, ist ein Rindfleischstück. Hat aber den Nachteil, da ist eine dicke ein Fettdeckel drauf und unter diesem Fettdeckel ist eine sehr stramme Sehne drunter. Die müssen wir erstmal wegparieren, sonst haben wir nicht viel Spaß beim Essen. Sehr lange geschmort, wird es vielleicht auch mal weich, aber dieses Risiko möchte ich nicht eingehen. Also werden wir als allererstes das Fleisch vorbereiten und dann werden wir uns die Marinade machen. Das ist relativ schnell gemacht. Ein bisschen Schnippelarbeit und was wir dazu brauchen, zeige ich euch jetzt. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich euch sagen, dass ich mich über einen Daumen hoch jedes Mal freue. Und wer noch nicht abonniert hat, jetzt könnt ihr das nachholen. Für den Sud, für die Marinade brauchen wir ein Suppengrün. Darin war dieses Stück Lauch, bisschen Knollensellerie, 3 Mohrrüben, das habe ich alles schon geputzt. Wir brauchen dann noch 3 bis 4 Pimentkörner. Wir brauchen noch 2 Nelken. Wir brauchen 2 Lorbeerblätter. Ich habe hier 3. Das ist Marlower Gartenlorbeer, selbstverständlich. Wer den nicht hat, darf auch getrockneten nutzen. Wir brauchen 1 Esslöffel Sojasauce. Wir brauchen 3 Esslöffel Weißweinessig. 1 Esslöffel Senf. 500 Milliliter Gemüsebrühe und wir brauchen 200 Milliliter Rotwein. Und zwar habe ich hier wieder meinen Regent vom Weinbau Dr. Lindecke. Den kann ich empfehlen. Der schmeckt nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Marinieren und zum Kochen und überhaupt. Der ist immer angesagt. Die Mohrrüben und das Gemüse hier, das wird in kleine Würfel oder in Würfel geschnitten. Und dann geben wir alles zusammen und daraus machen wir die Marinade. Und das Fleisch darf dann 24 Stunden darin ziehen. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Bevor es allerdings in der Marinade ziehen kann, müssen wir es vorbereiten. Und zwar, das ist hier dieser Fettdeckel, den ich sagte. Und hier kann man die Sehne erkennen. Das ist kein Fett, das ist Sehne und das muss runter. Das macht keinen Spaß beim Essen. Und zwar gehe ich da so vor, dass ich hier einsteche, immer die Hand, die Finger weg von der Klinge, so einmal wegschneide. Das war nicht ausreichend tief. Natürlich vorsichtig sein, dass man nicht so viel Fleisch wegschneidet. So, jetzt, jawohl, hier bin ich drunter und dann vorsichtig immer gegen die Sehne schneiden. Und die ist so hart, da kommt das Messer nicht so ohne weiteres durch. So dass man da relativ gut lang schneiden kann. Ja. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know that I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow.
see you dance, and the moment comes when I fall and time goes slow. So, das war das mit der Schneiderei. Jetzt kommt die Sojasauce und der Weißweinessig sowie die Brühe da rein. Eventuell müssen wir noch mit ein bisschen Brühe auffüllen. Dann kommt der Senf hier rein. Die Lorbeerblätter. Piment und Nelken. Alles hier rein. Sowie der... Weg ist der Löffel. Sowie der Rotwein. 200 Milliliter. Das war's. So, ich brauche eine neue Flasche. Und dann legen wir uns das Fleisch da rein. Und zwar muss das dann natürlich komplett bedeckt sein. Deswegen sage ich, wir brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Flüssigkeit. Na, obwohl, das reicht gut. Ideenchen vielleicht. Ja, dann den Rest Gemüse, den ich hier noch hatte. Ich habe die Hälfte rausgenommen. Der Rest kommt hier oben rauf und jetzt ja, muss ich noch ein bisschen Flüssigkeit aufgießen, noch ein bisschen Gemüsebrühe und dann kann das jetzt 24 Stunden lang marinieren. So, das war's jetzt für Tag 1. Ich muss jetzt 24 Stunden warten. Für euch ist es nur ein kleiner Augenblick. Und das Fleisch darf jetzt, ja, 24 Stunden, wie gesagt, durchziehen in der Marinade. Die Marinade nehmen wir dann später, daraus machen wir uns die Soße. Die verfeinern wir uns noch so ein bisschen mit Rosinen und Orangenscheibe, Abrieb. Und das Fleisch kommt dann für 2 Stunden im Backofen, da darf das so ein bisschen schmoren. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Wir sehen uns gleich wieder. Der angekündigte Augenblick ist vorbei. 24 Stunden hat das Fleisch jetzt mariniert, also bei mir waren es tatsächlich eher 36. Und jetzt werde ich das rausnehmen, trocken tupfen und die Marinade, die werde ich durch ein Sieb abseilen und die Flüssigkeit auffangen. Dann werden wir das Fleisch anbraten in einem Bräter. Ich habe so einen 0815 Alu-Druckbräter, Druckgussbräter, so heißt das Ding. Ja, den haben die meisten wahrscheinlich auch zu Hause mit Deckel. Das Ding ist wunderbar. Darin brate ich das Fleisch gleich an, von allen Seiten, so etwa für 5 Minuten. Und dann kommt das Ding in den Ofen für 2 Stunden bei 160 Grad Umluft. Und ja, da wird es dann 2 Stunden lang in der Flüssigkeit schmoren. So. Dann werden wir das mal von dem Gemüse befreien. Wie gesagt, so ein bisschen Trockentupfen. Trockentupfen ist insofern wichtig, weil solange es feucht ist, werden wir jetzt nicht anbraten können. Da entstehen dann keine Röstaromen, aber genau die möchte ich gerne am Fleisch dran haben. Das würde dann nur kochen. I've seen those faces. I've heard all the lies. So, 1 bis 2 Teelöffel Rapsöl. Gut, das Fleisch habe ich jetzt einmal umgedreht und nun kann es gesalzen und gepfeffert werden. Und dann gieße ich die Marinade dazu und das kommt für 2 Stunden in den Backofen. Das ist ein großes Stück Fleisch, verträgt auch ein bisschen mehr Pfeffer und Salz. Und noch ein Zeitsprung. Das Fleisch hat jetzt 2 Stunden im Ofen verbracht, ist fertig geschmort und jetzt nehme ich das raus. Werde die Marinade, die Soße, jetzt in einen Topf gießen und da mit etwas Speisestärke ein bisschen andicken. Außerdem noch Rosinen, Sultanin, wer es genau wissen will,
und etwa ein Teelöffel Orangenschale mit dazugeben und dann mit Salz und Pfeffer abschmecken. Denn das Fleisch habe ich in der Zeit nochmal im Backofen, gar nicht um das weiter zu garen, sondern einfach nur um das warm zu halten. Und die Mini-Knödel, die kommen jetzt ins Wasser. Ja, das sind Fertigknödel. Die müssen da 8 Minuten ziehen und das war es irgendwie. Und den Rotkohl erwärme ich dann und dann können wir endlich essen. Die Speisestärke unbedingt mit kaltem Wasser erstmal ein bisschen anrühren, denn sonst bindet die sofort ab. So, die Soße nochmal aufkochen lassen und dann die Orangenschale da rein und die Sultaninen da rein und dann nach und nach mit der Speisestärke abbinden. And I said, see it in your mind, trust that, have what it takes inside, 'cause you can make it too. Und ich darf wieder kosten. Immer das Schönste an einem Video. Sehr lecker. Nicht zu streng. Diese säuerliche kommt hervor, aber erschlägt einen nicht gleich. Also echt lecker, echt lecker. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir doch einen Daumen hoch da und ich freue mich natürlich wie immer über jedes neue Abo. Macht das nach, das schmeckt wirklich lecker, ist ein bisschen Vorbereitungszeit, aber letztendlich die reine Arbeitszeit ist schnell gemacht. Und da sind wir heute bei 10 Dings da und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, euer Carsten. Ciao.